O heiligste Dreifaltigkeit, gib deiner lieben Christenheit, dass allzeit sie bekenne dich als einen Gott dreieiniglich. Dein Wesen, Herr, o Gott, dein Licht, begreift ein Mensch auf Erden nicht. Die Sonne in ihrer Herrlichkeit ist Gleichnis deiner Wesenheit. Gott, Vater, du die Sonne bist, der Glanz dein Sohn, Herr Jesus Christ. Die Wärme ist des Geistes Bild, der alle Welt mit Leben füllt. Nie war umglanzt die Sonne klar, nie
Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Meine lieben Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am heutigen Dreifaltigkeitssonntag. Heute feiern wir das Fest der Dreifaltigkeit, das große Geheimnis Gottes. Gott offenbart sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Fest der Dreifaltigkeit ist die Feier der Liebe. Wir glauben, dass Gott, der Vater, uns liebt und deshalb seinen einzigen Sohn zu uns gesandt hat. Wir glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns die Liebe Gottes durch sein Leben und sein Sterben gezeigt hat. Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns begleitet als unser Helfer. Dreifaltigkeit bedeutet, Gott ist der Urgrund von allem über mir. Er ist in Jesus Christus mit mir. Er ist im Heiligen Geist in mir. Gott über mir, mit mir, in mir. Das dürfen wir heute feiern. Wir bitten Gott um sein liebendes Erbarmen. Herr Jesus Christus, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, Gott von Gott, Mensch unter Menschen, Christe eleison. Herr Jesus Christus, gesalbt vom Geist, Heiland der Welt, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Herr Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser Gottesland. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir
im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg von der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger, gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk war, musste unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dem Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, Gott ist dreifaltig einer. Dieses Geheimnis glauben wir und diesen Glauben feiern wir heute. Das heutige Fest sagt uns, dass unser Gott kein einsamer Gott ist. Im Gegenteil ist er eine Gemeinschaft. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung und der Liebe. Er ist der eine Gott, den wir auf 3 verschiedene Arten erfahren können. Aber vielleicht kann uns ein Bild dabei helfen. Im Kölner Diözesanmuseum steht eine Holzfigur aus dem 17. Jahrhundert. Sie zeigt eine Gestalt in einem sehr faltengeschmückten Gewand. Und diese eine Gestalt hat 3 Gesichter. Das Dreigesicht, so wird sie genannt. Und je nachdem, von welcher Seite man auf diese Figur zugeht, sieht man eins der Gesichter. Mal den Vater, mal den Sohn und mal jenes Dritte, das wir den Heiligen Geist nennen. Und ich denke, wir können es noch weiter herunterbrechen. Stellen wir uns einen Mann vor, der verheiratet ist und Kinder hat. Für seine Frau, da ist er der Ehemann. Für seine Kinder ist er der Vater. Und wenn er Freunde hat, dann ist er für diese eben ein Freund. 3 Rollen, 3 Funktionen, die nicht austauschbar sind. Der Mann kann für seine Frau nicht der Vater sein und für die Kinder nicht der Ehemann und weder das eine noch das andere für seine Freunde. Es kommt also auf die Beziehungen an, in der der Mann zu den jeweiligen Personen steht. Diese Beziehungen entscheiden, wer ich für wen bin. Gott, Vater, das ist Gott über uns, unser Schöpfer, von dem wir kommen und zu dem wir gehen. Gott, Sohn, das ist der Gott mit uns. Jesus Christus, unser Bruder, der in unsere Welt gekommen ist und mit uns den Weg der Menschen gegangen ist. Gott, Heiliger Geist, das ist der Gott in uns. Gottes Kraft und Liebe in unserem Herzen. Alle 3 sind ein und derselbe Gott. Die Dreifaltigkeit Gottes ist ein Geheimnis. Wir leben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das erste, aber auch das kleinste Glaubensbekenntnis. Wir erinnern uns immer wieder daran, wenn wir das Kreuzzeichen machen.
Im Zeichen des dreifaltigen Gottes sind wir gerufen, unser Leben zu beginnen, zu gestalten und zu beenden. Im Namen des dreifaltigen Gottes werden wir getauft. Im Namen des dreifaltigen Gottes beginnen und beenden wir den Gottesdienst. Im Namen des dreifaltigen Gottes segnen wir und tun einander Gutes. Im Namen des dreifaltigen Gottes beten wir für die verstorbenen Menschen. Der dreifaltige Gott spielt eine große Rolle in unserem Leben. So das Fest der Dreifaltigkeit kann uns auf die vielfache Gegenwart Gottes aufmerksam machen. Gott im Himmel, Gott auf der Erde, Gott oben, Gott unten, Gott über uns, Gott unter uns, Gott mit uns, Gott in uns. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, er ist immer da in seiner Schöpfung. Er lebt, er leidet und er stirbt. Gott lässt die Menschen nicht allein. Er geht mit ihnen als ihr Begleiter. Er wird zur inneren Stimme, zum inneren Ratgeber. Das Fest der Dreifaltigkeit verbinde ich mit der Vorstellung, dass Gott, der Schöpfer des Lebens, schon von seiner Anlage her nicht alleine bleiben kann. Er ist aufgrund seines Wesens und Wirkens als Schöpfer auf Beziehung angelegt. Er hat dies gezeigt in dreifacher Weise. Er schuf den Menschen. Er sandte uns Jesus, seinen Sohn, als unseren Bruder. Sein Geist schafft Leben, tritt in Beziehung zu uns als unser Beistand. So, meine lieben Schwestern und Brüder, das Fest der Dreifaltigkeit ist die Feier der Liebe. Wir glauben, dass Gott, der Vater, uns und unsere Welt liebt. Wir glauben, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns sandte, damit er uns diese Liebe durch sein Leben und sein Sterben offenbart. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in uns wirkt, dass wir auf die Liebe Gottes antworten und an Jesus Christus glauben können. Dreifaltigkeit ist, Gott ist als der Urgrund von allem über mir. Er ist in Jesus Christus mit mir. Er ist im Heiligen Geist in mir. Gott über mir, mit mir, in mir. Das dürfen wir heute dankbar feiern. Amen. Gemeinsam sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Aus unserer Pfarrgemeinde wurde in die Ewigkeit abberufen Frau Maria Anna Heister, geborene Fischer, im Alter von 85 Jahren. Trauerfeier im engsten Familienkreis, Exequien in St. Agatha, Kapellensung, anschließend Beisetzung Friedhof, Kapellensung. Wir feiern diese heilige Messe als Jahrgedächtnis für Veronika Bosbach und für Gisela Schwenzfeier. Lasset uns beten zu Gott, unserem Vater, der uns durch seinen Sohn erlöst und uns seinen Geist geschenkt hat. Guter Gott, schenk uns deinen Geist, damit wir so leben können, wie Jesus gelebt hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns häufig an dich denken, auch wenn wir dein großes Geheimnis nie verstehen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf den Missionaren und den Missionsschwestern bei ihrer Arbeit und steh allen bei, die getauft sind auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Nimm dich aller kranken und körperlich oder geistig eingeschränkter Menschen an und sende ihnen gute Menschen, die für sie da sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in einer Glaubensgemeinschaft verbunden sind, für jeden, der Geborgenheit im Glauben sucht, dass wir einander ertragen in deinem Geist der Liebe und des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle unsere Verstorbenen mit dem Licht deiner Liebe und lass sie dich schauen, so wie du bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus wolltest du uns Mensch ganz nahe sein. Dein Heiliger Geist ist immer bei uns. Dafür danken wir dir alle Tage unseres Lebens. Amen.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn. Das bekennen wir vom Heiligen Geist. So beten wir an ihm Lobpreis des wahren und ewigen Gottes, die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim. Wie aus einem Mund preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleute und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weil ihr Söhne seid,
sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater. Liebe Gemeinde, um die heilige Kommunion auszuteilen, komme ich zu Ihnen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in 3 Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Meine lieben Schwestern und Brüder, in diesem Sinne möchte ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Grabasch für seine Zeit und Bereitschaft, diese Messe für uns zu ermöglichen. Ich danke unserer Küster Sabine Wurth und auch Ute Schmitz und unser Kantor Martin Außen für die Bereitstellung der Musikdateien. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. No.